Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Anstieg von Silber auf 30 bis 32 Dollar steht bevor. Disclaimer. Die aktuelle Symmetrie von Silber, 22,80 Dollar, zielt auf die 30-Dollar-Marke, siehe Chart des Analysten. Aber zuerst muss Silber aus dem fallenden Keilformation ausbrechen, circa 23,50 Dollar. Ericsson hat heute ein Silbervideo veröffentlicht und über die Preisprognosen von David Hunter gesprochen, der einen Silberpreis bis Ende des Jahres von 60 Dollar und Gold von über 3000 Dollar prognostizierte. Sehen Sie auch das Link im Video. Auch Ericsson hält diese Preisziele in den nächsten 6 Monaten für eine mutige Ansage von David Hunter. Wir selbst kennen David Hunter auch seit einigen Jahren und seine Preisziele und halten sie ebenfalls für so schnell nicht erreichbar, wenn auch nicht ausgeschlossen. Aber wie Ericsson halten wir einen Anstieg von Silber für bevorstehend. Wir gehen weiterhin von einem Anstieg in den kommenden 8 Monaten auf 42 Dollar aus. Ein Durchbrechen der Marke von 31 bis 32 Dollar ist dafür die Voraussetzung. Und wir nehmen an, dass diese, wie im Chart zu sehen, in den kommenden 3 bis 5 Monaten erreicht werden kann. Dass dieses relativ kleine Anstieg bereits zu einer enormen Junior-Goldaktien-Rallye führen wird. Daran halten wir nach wie vor fest und auch Investoren sollten an den Minenwerten in ihre Depots festhalten oder wenn möglich weiter Positionen aufbauen, solange sie noch sich in der Bodenbildungsphase befinden. Ja, es ist schwer zu sagen, was mit Silber passiert, weil Silber typischerweise immer in Spikes agiert oder eben auch nicht. Wir haben eben 2011 so einen Spike gelebt. Das kann ganz schnell auch kommen. Ähm, oder es geht irgendwie relativ so langsam weiter wie bisher. Äh, um Enttäuschung vorherzuheben, denke ich mal, sehen wir erstmal bis Jahresende irgendwo 31, 32, dann eine Korrektur und dann im ersten Quartal nächsten Jahres dann 42 Dollar. In jedem Fall muss man im Vorfeld investiert sein, weil diese Goldaktien so extrem tief bewertet sind, reagieren sie schon stark im Vorfeld dieses Anstieges. Also Silber steigt auf 30, 31 Dollar und die Gold- und Silber-Penny-Stocks explodieren förmlich. Das ist das Interessante. Und wie gesagt, diese Gold- und Silberaktien-Rallye ist jetzt in der Vorphase. Am Anfang gibt es die größten Gewinne. Jetzt steigen sie extrem überproportional, weil sie quasi, sage ich mal, von den Toten erweckt werden, von Penny Stocks in Richtung Dollar gehen können und danach steigen sie wahrscheinlich synchron mit Silber mit, allerdings auch immer mit einem zunehmenden Hochschlagrisiko. Also der Hebel ist dann raus. Wir nehmen an, bei ca. 42 Dollar ist die Gold- und Silberaktienmania, dieser Schub zu Ende. Und es ist attraktiver, Gold- und Silberaktien zu verlassen und in physische Edelmetalle beispielsweise investiert zu sein. Ja, hier noch ein Silberprojektgenerator aus Sonora in Mexiko. Also das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetall in Sonora konzentriert. Das Unternehmen betreibt das zu 100% unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt La Virginia, das von letztem Betreiber Pan American Silver erworben wurde und hat eine Option auf den Verb einer 100%igen weiteren Beteiligung. Es handelt sich also um 35.000 Hektar Mineralressourcenschätzung aktuell 100, ja, circa haben wir hier 300, 400.000 Unzen Gold, Low-Grade allerdings, und dann circa 20 Millionen Unzen Silber. Unabhängig davon haben sie auch weitere Bohr-Highlights, hier sehr High-Grade, 738 Gramm pro Tonne Gold und zum Beispiel hier eben auch 10.681 Gramm pro Tonne Silber, also extrem hoch, 10 Kilogramm. Weitere gute Bohrergebnis, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Insgesamt ist das ein bisschen wenig Ressource, was sie haben. Nichtsdestoweniger, die Aktie hatte schon mal Feuer gefangen, weil eben angenommen wird, dass diese Ressource sich zum Beispiel leicht verdoppeln könnte oder noch mehr gehen oder auch weitere hochgradige Bohrergebnisse
weiter zu hochgradigen Bohrergebnis führen kann. Sehen Sie sich die Goldaktie an vom letzten Tief und wie sie in der letzten Rallye performt hat. Hier eben von 10 Cent auf 0,7 Cent, also sich mal so ebenso versiebenfacht. Und jetzt hat sie im Prinzip die Gewinne abgegeben, Boden erreicht. Das Allzeittief hatte sie hier im März auch bei 10 Cent, hat sich mittlerweile aber um 60% zugelegt und macht alle Anstalten draus, wieder anzusteigen. Und wenn der Gold- und Silbermarkt anzieht, kann diese Aktie eben schnell wieder diese alten Höhen erreichen, möglicherweise auch in den 1-Dollar-Bereich gehen. Also es ist eine Aktie, die ist sehr interessant, hat auch ein relativ gutes Management, ist natürlich meines Erachtens attraktiv bewertet. Klar, es ist hohes Risiko, wie alle Projekte in Mexiko. Aber ich denke mal, wenn es, sage ich mal, sich einen zu sich verstärkenden Silberboom kommt, kann das eine der Aktien sein, die überproportional profitieren. Ja, wie immer, keine Kaufempfehlung, aber ist doch auf alle Fälle mal ein Unternehmen, das man sich anschauen sollte. Ja, nochmal schnell ein paar Worte zu Gold. Also Gold könnte analog der 1970er von 2000 Dollar auf 8500 Dollar steigen. Warum? Weil die Chartsituation ähnlich ist hier wie in den 1970er Jahren. Damals ist Gold hier auch von 35 Dollar, als die Goldbindung aufgehoben wurde von Nixon, von 35 Dollar auf 200 Dollar gestiegen, hat dann auf 100 Dollar korrigiert, hat sich dann rangeschlichen sozusagen wie auf 200 Dollar sozusagen, man könnte sagen, zur Raketenrampe, unmittelbar kurz vorm Sturz, vor der Zündung, die wir hier sehen, wurden die Investoren alle nochmal rausgeschüttelt und die sich haben rausschütteln lassen, konnten eben an dieser Rallye hier nicht mehr teilnehmen. Ich denke, wir haben aktuell eine absolut identische Situation. Die Stimmung ist ungeheuer negativ, weil man sie versucht rauszuschütteln. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, der Druck ist ungeheuer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das wie so ein Déjà-vu hier wiederholt. Wir glauben zwar natürlich eher, wie wir gesagt haben, diese Statistenziele kennen Sie, weil sie das versuchen, kontrolliert hochzulassen und vielleicht bei einem höheren Level nochmal einkeilen. Nichtsdestoweniger, aufgrund der extremen Unterbewertung der Goldaktien, führt es in jedem Fall zu einer extremen Goldaktienrallye. Wie gesagt, unausgeschlossen, dass es hier auf 8.500 geht und eigentlich müsste es ja aufgrund der gedruckten Geldmenge viel höher ist es auch nicht. Irgendwann verlieren sie die Kontrolle oder sie lassen es eben so hochgehen. Da steckt man nicht drin, das ist ganz klar. Aber irgendeine Form von Anpassung, die zu einer Minenmania führt, dürfte es geben jetzt in den nächsten 6 bis 8 Monaten. Hier nochmal ein paar Beispiele des Bullenmarktes von 1976 bis 1980. Die stiegen eben, hier sehen, sind wir bei Goldaktien von 5 Cent auf 19 Dollar, 10 Cent auf 36 Dollar, was dann bedeuten würde, ein 1000 Dollar Investment hätte damals 360.000 Dollar gebracht. Unvorstellbar. Und ähm, warum sollten die Aktien nicht ähnliche Ergebnisse diesmal liefern? Die sind im Verhältnis zu damals sogar noch weiter extrem unterbewertet. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Eben vermutlich dieser moderate Anstieg Richtung Gold 2300, 2400, 2600, Silber Richtung 40 bis 50. Das ist an sich nicht sehr hoch, aber führt dann zu dieser Goldaktien-Rallye, wie Sie hier sehen können. Gerade Junior- und Penny-Gold-Aktien reagieren dann überproportional, wie hier zum Beispiel in dem Beispiel von 2 Cent auf 36 Cent innerhalb vom halben Jahr. Und genau das erwarten wir jetzt eigentlich auch von dieser Unterbewertung. Ja, die Aktien sind immer noch extrem unterbewertet. Hier auf der rechten Seite das Goldaktien-Gold-Ratio. Seit 1996 sind wir im Bärenmarkt und erst jetzt, wie Sie hier sehen, ist der Boden gefunden. Und das Ganze kann aufgelöst werden, wie dieser Statist meint, in einer überproportionalen, schnellen, mega starken Eruption. Das würde natürlich totale Preisexplosion gerade bei Penny Stocks führen. Genauso ist es hier, dass diese sogenannten Junior- und Explorationsaktien im Verhältnis zu den sogenannten Senior, den Produzenten wie Newman und Behring, extrem unterbewertet sind. Auch das kann sich schnell auflösen, wie es hier im Jahr 2002 passiert ist. Und das wiederum ist weiterer Treibstoff für die Penny Gold Aktien. Also wir haben da ein mehrfach unterbewertetes
gut draußen sozusagen, also die Penny-Gold-Aktien. Deswegen weisen wir auch darauf hin, weil meiner Meinung nach das eine der größten Chancen seit vielen Jahren darstellt. Ja, wie hätte man in den 1970er Jahren den Goldaktien-Bullenmarkt optimal gespielt? Der Blick in die Vergangenheit macht immer Sinn. Vielleicht kann man da einige sinnvolle Ableitungen für die Zukunft herleiten. Also am besten wäre es im Prinzip gewesen, man hätte Penny-Gold-Aktien gekauft, ständig nachgekauft, diversifiziert vielleicht, sich damit intensiv beschäftigt und Rückgänge vielleicht genutzt, vielleicht weitere Positionen aufzubauen, dann eigentlich das Aussitzen, bis dann eine Eruption kommt, eine finale Eruption und dann im Grunde genommen verkaufen, wenn alle Gold und Silber haben wollen, um jeden Preis, wenn überall davon gesprochen wird. Sie müssen sehen, hier 1980 waren 26% der Anlegermasse in Gold, Gold oder Gold basierten Investment und aktuell sind es 0,5. Das heißt, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Aufwärtspotenzial theoretisch Gold noch haben könnte. Gut, man glaubt es nicht, dass sie das jemals wieder in diese Richtung bewegt, aber ich denke doch, alles in dieser Welt ist zyklisch. Die Kräfte erlahmen, die Kräfte der Derivate, das runterzudrücken, erlahmen und mit den zunehmenden Bankenpleiten und Krisen ist es immer weniger aufrechtzuerhalten, diese Preisdrückung. Das wird dann früher oder später zu dieser Anpassung, von der ich gesprochen habe, oder Eruption führen. Gut, zurück zur Vergangenheit. Damals hätte man $50 zum Beispiel in Aktien investiert, hätte vielleicht geschafft, einige sich vielleicht verhundertfacht und hätte dann das Geld 19, also am Höhepunkt sozusagen an die anderen Assetklasse gewechselt, zum Beispiel Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway hat sich von 1980 bis im Jahr 1999 ver 228-facht. Also das Geheimnis liegt im Wechsel der Assetklasse vor allen Dingen. Und dann jeweils die Unterbewertung kaufen, die Überbewertung verkaufen und eben wechseln. Die meisten wechseln nicht. Die meisten kaufen Goldaktien, wenn sie hier oben sind. Oder eben auch Gold 1980. Es gibt Leute, die sitzen immer noch auf ihre Goldmünzen von 1980. Das ist einfach eine Realität. Und deswegen müssen wir anders machen. Wir müssen so hier investieren. Gut, ist der Blick in die Vergangenheit, könnte uns vielleicht in der Zukunft helfen. Ereignis 2, Ereignis 3. Damit meinen wir im Wesentlichen, wenn dann Gold- und Silberaktien steigen, muss man ja irgendwo mit seinen Gewinnen hin. Was macht man davon? Zum einen kann man selbstverständlich davon leben, vielleicht in schwierigen Zeiten, hat Kaufkraft, ohne sein zum Beispiel Gold und Silber verkaufen zu müssen. Das ist, sage ich mal, ein Vorteil. Der andere Vorteil, man kann eben mehr Sachwerte, mehr Gold und Silber kaufen, also sozusagen seinen Bestand maximieren und seine Kaufkraft steigern. Ähm, also, und warum überhaupt physisches Gold und Silber? Warum nicht einfach im digitalen Bereich bleiben, wie zum Beispiel 1980 oder im Finanzbereich bleiben? Ja, weil möglicherweise die Verzerrung stärker sind. Das könnte möglicherweise ganze Bankensysteme umhauen. Also deswegen bleibt uns nichts übrig, einen Großteil ins physische Gold und Silber sehen und sozusagen selbst Bank zu spielen. Dann müssen wir schauen, falls dann diese Maximalwerte irgendwann erreicht werden. Die sind ja berechnet worden mit $8.000 von Mike Maloney, heutige Kaufkraft für Gold und Silber ca. 300. Dann gibt es einen Punkt, wenn der Maximalwert erreicht wird, wird wahrscheinlich jeder Gold und Silber haben will, muss man es irgendwo umtauschen. 1980 konnte man dann für eine Unze Gold einen Dow kriegen. Heute muss man 13 bis 14 Unzen hinlegen, ein Dow zu kriegen. Und es kommt noch schlimmer, die glauben im Grunde genommen, die Chartisten, dass der Dow noch weiter sinkt über Gold. Das heißt, man kriegt für eine Unze Gold, kriegt man möglicherweise 2 bis 4 Dow. Ähm, wie dann das Bankensystem aussieht, wie das berechnet wird, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Am besten, man guckt sich das sogar mal außerhalb vom System an und hat aber einen Argus-Augenblick darauf, wann sich im Finanzsystem, im Aktienbereich diese Tiefspreise entwickeln, dass man zuschlagen kann. Ja, und dann natürlich die Häuser, die haben dann auch, sage ich mal, ein Tief erreicht. Damals konnte man für 500 Unzen, also $25.000 der Kaufkraft, also $25.000 des Jahres 1980, konnte man ein Haus kaufen, also 500 Unzen. Und die Statisten meinen denn ja logischerweise, ähm,
Es wird hier noch billiger, also vielleicht kann man auch für 200 bis 300 Unzen heutzutage nach dieser Krise ein Standardhaus kaufen. Also das wurde berechnet und das wäre dann zum Beispiel auch eine Wertanlage, was man machen könnte. Das sind dann so eine X2, X3. Das Erreichen der Maximalwerte von Gold und Silber ist gefährlich, weil die können schnell dann wieder implodieren. Das ist gerade eben bei Silber so. Wenn vielleicht Silber auf einen sehr, sehr hohen Preis geht, dann muss man das verkaufen. Man muss es umwechseln. Es wird auch, obwohl vielleicht die Währung verschwinden und neue Währungen auftauchen, was auch immer, die Kaufkraft wird auf dieser Spitze nur eine kurze Zeit sein. Das muss man sich einfach bewusst machen. Man muss ganz klar wissen, was man davon kauft. Ja, Fazit, man muss die Multiplikation also man muss die Gewinne aus den verschiedenen Ereignissen multiplizieren. Wie gesagt, wir haben so viele Verzerrungen, wir können einfach nicht konventionell investieren. Wenn wir das machen würden, dann müssten wir feststellen, das sage ich mal, unsere Standardaktien, Staatsanleihen, Währung gegenüber Gold um mindestens, wie das ja Ian von Kreat sagt, um 90% implodieren. Also das macht keinen Sinn. Wir müssen also schon jetzt im Gold- und Silberbereich sein. Das nimmt an Kaufkraft zu, eben wie wir gesagt haben, auf 8.000 bis 300 heutige Kaufkraft. Und also wir brauchen so viel davon wie möglich. Und das kann man jetzt zum Beispiel Goldaktien hinkriegen. Also wenn man jetzt sich, sage ich mal, rein hypothetisch $200 investiert in verschiedene Goldaktien, wir kriegen dann unseren Goldanstieg auf 2.300, 2.400, whatever, Silber 40, 50, können sich viele Goldaktien dann mindestens das 25-fache steigern. Dann haben wir die Möglichkeit, davon zum Beispiel Gold und Silber zu kaufen, was dann die Kaufkraft auch nochmal insgesamt steigt die dann auch nochmal, wenn die Maximalwerte erreicht werden. Und wenn man dann reinvestiert und was auch immer von den Aktienmärkten, Fonds und so übrig bleibt, Topfonds oder so, oder auch Häuser, dürfte dann im nächsten Wirtschaftszyklus wieder im Schnitt um das 50-fache steigen. Das würde dann bedeuten, aus jede 200 € könnte man mit dieser Ereigniskette sozusagen, Investitionsereigniskette, langfristig 1 Million $ heutige Kaufkraft generieren. Ja, wir versuchen solche Aktien, also solche Gold- und Silberaktien zu identifizieren, Potenzialfaktor zu berechnen, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu dotieren. Wenn Sie sich dafür interessieren, für den Report, finden Sie den im YouTube-Video-Anhang. Eine Exit-Strategie ist auch mit beigefügt. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Es ist ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Gold und Silber kam. Ich kann mich selbst erinnern, weil während der Corona-Krise in Frankfurt lange Schlangen standen, um etwas Gold und Silber kaufen zu können. Und das Unternehmen, das hatte man, wie gesagt, zu jeder Zeit ein Anruf und schon ist es im Zollfreilager in der Schweiz gut geschrieben und man kann es sich, wenn man es will, persönlich eben ausliefern lassen. Also es ist ein interessantes Unternehmen, kann man sich auch mal beraten lassen, falls Sie da noch eine Alternative zu rein Gold- und Silberhändler sehen. Ja, wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass es keine Mindestinvestitionssumme gibt. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal.